In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du immer und jederzeit eine Astralreise erleben kannst. Ja, du hast richtig gehört. Ich werde dir in diesem Video meine 3-Schritte-Geheimformel, wie du jederzeit eine Astralreise erleben kannst, verraten. Deswegen sei gespannt und schau dir das Video unbedingt an. Vielleicht hast du irgendwann, so wie ich, die Idee gehabt, was wäre, wenn du eine Fernbedienung hättest und du drückst auf diese Fernbedienung drauf und du erlebst instant eine Astralreise. Das wäre ja doch ein Riesentraum, oder? Und ich habe eine wichtige Frage an dich. Warum hast du diese Fernbedienung noch nicht? Wenn du dieses Video zu Ende angesehen hast, dann verspreche ich dir, wirst du diese Fernbedienung von mir erhalten. Ja, ich weiß, es ist ein großes Versprechen und genau darum bleib dran. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach, Bewusstseinsforscher und helfe anderen Menschen, erweiterte Bewusstseinszustände zu erleben. Ich las gerade das Buch Gespräche mit Gott, Band 3, als ich zum ersten Mal von Astralreisen gehört habe. Ich war wie versteinert. Es war wie Liebe auf den ersten Blick. Und dieser Tag hat mein Leben für immer auf den Kopf gestellt. Doch ich als alter Datenforensiker muss sagen, ich war sehr, sehr kritisch. Stell dir mal vor, du kannst Abenteuer in anderen Realitäten, andere Welten erleben, kannst fliegen, kannst andere Wesen treffen, anderes Wissen bekommen und so weiter. Ich muss sagen, es hat sich sehr lächerlich angehört. Ich muss aber auch sagen, dass mein innerer Kritiker damals so groß war wie ein Elefant. Sofort habe ich Astralreisen gegoogelt und ich war überrascht. Es waren sehr viele Erfahrungsberichte, sehr viele Techniken. Das ganze Internet war gefüllt mit dem Thema und ich wusste, irgendwas muss dran sein. Das kann doch nicht sein, dass so viele Menschen das schon erlebt haben. Und es gab sogar Institute, die wissenschaftlich zu diesem Thema forschten. Ja, sogar in Wikipedia steht, dass 8-15% der Weltbevölkerung schon einmal in ihrem Leben eine entsprechende Erfahrung gemacht haben. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe es trotzdem nicht glauben können. Aber was habe ich getan? Ich war ja trotzdem irgendwie open-minded und wollte das irgendwie nicht wahrhaben. Ich habe einfach gegoogelt nach einer Technik und kam zu so einer Regenbogentechnik, wo man die Regenbogenfarben von Rot bis Violett durchgehen musste und dann bei Violett dann einfach abspringt und dann ist man sozusagen in einer Astralreise. Und ich habe mir sogar die Regenbogenfarben ausgedruckt, um mir einzuprägen, welche Farbe nach welcher kommt, aus Angst, dass ich nicht zurückkomme über die Farben in meinen Körper. Voll lächerlich. Dann legte ich mich auf die Couch und ging die ganzen Regenbogenfarben schön brav durch, auf Basis dieser Technik. Nichts ist passiert. Überhaupt nichts ist passiert. Ich habe es nochmal gemacht und wieder ist nichts passiert. Und dann habe ich es nochmal gemacht und wieder ist nichts passiert. Ja, ich spielte eine ganze Stunde Regenbogenparade, bis ich dann aufgestanden bin, zum Internet gegangen bin und mir noch 10 weitere Techniken gesucht habe und bis tief in die Nacht alle Techniken durchprobiert habe. Weißt du, was dann passiert ist? Ich bin eingeschlafen von Müdigkeit und Anstrengung. Und wenn du jetzt glaubst, dass ich in der Nacht was erlebt habe, ja, das habe ich. Ich habe so gut geschlafen wie ein Baby und das war mein Highlight des Tages und der ganzen Nacht. Keine Ahnung warum, ich bin in der Früh aufgewacht und ich konnte an nichts anderes mehr denken. Ich habe mir sofort alle Bücher, die es zum Thema Astralreisen gibt, auf Deutsch und auf Englisch gekauft. Danach habe ich mir ein Sabbatjahr genommen, also ich habe komplett 12 Monate nichts anderes gemacht als 6 Stunden Theorie mir reingepfiffen und 6 Stunden Praxis mir angeeignet. Ich habe von Robert Monroe Institut bis hin zum Blue Linus Institut, bis hin zum IAC World Institut besucht, mir das Wissen dort geholt, versucht eine Astralreise zu indizieren. Ich habe Jürgen Ziewe, Tom Campbell persönlich getroffen, habe sie ausgequetscht. Das sind die weltberühmten Koryphäen zu diesem Thema. Ich habe angefangen, wirklich alles, was es auf diesem Planeten über dieses Thema gibt, zu lernen, zu verstehen, in der Praxis zu erleben, um einfach nur eine Astralreise zu erleben. Natürlich wendet dich alles an von diesem Thema. Ich war wie besessen von diesem Thema. Kennst du das Gefühl, wenn du dich in jemanden verliebst? So wirklich verliebst? Du stehst in der Früh auf, du denkst an diese Person, du gehst in der Nacht ins Bett, du denkst an diese Person, den ganzen Tag denkst du sowieso nur an diese Person. Und genau so ging es mir mit Astralreisen. Und du fragst dich jetzt bestimmt, was ich alles in diesem Jahr erlebt habe. Nichts. Ich habe nichts erlebt. Okay, ich muss zugeben, ich habe doch was erlebt. Frustration. Qualen.
Und dieses Gefühl, etwas haben zu wollen, es aber nicht zu bekommen, das war für mich an der Tagesordnung. Und ich habe wirklich alles dafür getan. Glaubte ich zumindest damals. Und dann kam der große Tag. Der Tag, an dem ich beschlossen habe, mich von meiner geliebten Frau namens Astralreisen für immer und ewig zu verabschieden. Ich hätte wirklich alles für sie getan. Aber sie wollte mich einfach nicht. Und vielleicht kennst du dieses Problem auch. An diesen einen Tag habe ich beschlossen, Astralreisen loszulassen. Ich habe beschlossen, nicht mehr daran zu glauben. Ich habe beschlossen, dass es mir komplett egal ist, ob ich was erlebe oder nicht. Ich habe einfach komplett losgelassen. Und ich habe wirklich großen Einsatz gegeben. Ich wollte alles dafür tun, um das zu erleben. Ich meine, ich muss sagen, was ich alles geopfert habe, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie viel Einsatz ich gegeben habe. Ich bin selbst überrascht von mir. Aber irgendwann muss auch ich mich geschlagen geben und das ganze Thema loslassen. Es annehmen, dass alles nur eine Illusion ist, nur ein Traum, eine Fantasie, seinen Körper zu verlassen und in andere Welten zu reisen. Es war einfach ein Wunsch. Doch was dann geschah, hat alles auf den Kopf gestellt. Ich musste irgendwie ganz zufällig von Zürich nach Linz mit dem Nachtzug fahren. Und ich war durch komische äußere Zufälle die letzten 24 Stunden davor an einen Punkt gekommen, wo ich nicht geschlafen habe. Und es war 22 Uhr, ich sitze im Zug in Zürich und wollte mich einfach hinlegen und schlafen. Aber du kennst vielleicht diesen Moment, wenn du übernachtig bist, wenn du einfach diesen Punkt erreichst, wo du hellwach bist, aber nicht einschlafen kannst. Und genau so ging es mir. Ich saß im Zug und um mich in den Schlaf zu wiegen, habe ich ein Buch rausgenommen über zufälligerweise Astralreisen. Ich muss aber auch sagen, dass Loslassen nicht bedeutet, dass man sich nicht über das Thema noch weiter informieren kann und noch weiter lesen darf über das Thema. Und wie der Zufall es will, war ich genau bei einem Kapitel, wo eine Astralreisentechnik vorgestellt wird. Und ich dachte mir so, man kann es mal probieren, kostet ja nichts. Es war ein Nachtzug und es hat ja innen das Licht geleuchtet und draußen war es dunkel. Das heißt, wenn man rausgesehen hat, hat man sich selbst wie in einen Spiegel gesehen. Und ich habe mich dann einfach nach hinten gelehnt, habe die Augen geschlossen und habe diese Technik gemacht. Keine Minute später lehnte ich mich einfach nach vorne und dachte, es hat nicht geklappt. Ich sah mich um, alles war ganz normal. Doch was dann geschehen ist, hat mein Leben für immer auf den Kopf gestellt. Ich blickte nach rechts und sah im Spiegel meinen Körper hinten liegen mit geschlossenen Augen. Ich bin eingeschlafen. Ich war in einer Astralreise. Mein Herz hat gebebt. Es ist explodiert. Dementsprechend hat die Erfahrung sofort aufgehört. Ich sprang von vorne nach hinten und war euphorisiert mit Glücksgefühlen. Das war meine erste richtige Astralreise. Komplett bewusst, selbst indiziert und ich war der glücklichste Mensch auf diesem Planeten. Also ich erinnere mich noch dran, das war wie, es gibt einen Gott und Halleluja und alles zusammen. Ich war so aufgeregt, ich konnte die ganze Zugfahrt nicht schlafen, bis ich zu Hause war. Und diese Erfahrung hat mir eine Sache beigebracht. Und zwar, ich habe nicht auf meinen Melatonin- und Serotoninspiegel geachtet. Und das war mein persönlicher Schlüssel. Und ich habe die nächsten Jahre nichts anderes gemacht, als Techniken zu entwickeln, mich in diese Schlaf-Wach-Grenze zu bringen. Ich hatte ja genug Wissen mittlerweile angesammelt und habe mit Frequenzen gearbeitet, habe geforscht, um mich da hinzubringen, um das so oft wie möglich zu erleben. Ich habe gelernt, dass Traumerinnerung eines der maßgeblichsten Dinge ist, um Astralreisen zu erleben. Weil ich konnte mich auch sehr, sehr schlecht an meine Träume erinnern. Ich habe auch gelernt, dass Visualisierung der Schlüssel ist, um Astralreisen zu leben. Und ich muss aber auch sagen, ich war der Blackout-Typ. Das heißt, wenn ich meine Augen zugemacht habe, habe ich mir vorgestellt, dann habe ich einfach das schwarze Nichts gesehen. Ja, und so gründete ich ein eigenes Bewusstseinsforschungslabor und ging sehr, sehr tief in diese Materie hinein. Und ich machte Erfahrungen. Ja, und ich entwickelte schlussendlich Frequenzen und trainierte damit. Ja, und die Erfahrungen wurden immer mehr und vor allem regelmäßiger. Und wie diese Geschichte ausging, werde ich dir gleich erzählen. Doch vorher möchte ich zu diesen 3 Schlüsseln, die ich am Anfang des Videos erwähnt habe,
kommen und dir meine Secrets verraten. Ja. Fassen wir das Ganze bis zu diesem Punkt mal grob zusammen. Du musst loslassen vom Thema Astralreisen, sonst wird es einfach nicht funktionieren, dieses Verbissene. Ein Seminarteilnehmer hat mir mal gesagt, so, du tust es in die Hand, lässt aber die Hand offen. Das heißt, du hältst es fest, aber du bist frei. Du solltest keine Erwartungshaltungen haben. Sie sind eines der größten Blocker für Astralreisen. Dein Melatonin- und Serotoninspiegel ist eines der maßgeblichsten Faktoren, um eine Astralreise zu erleben. Das heißt, du musst alles dafür tun, um in diese Mitte zu kommen, in diese Schlaf-Wach-Grenze. Und als Anfänger muss man lernen, sich vollkommen zu entspannen, sogar so gut zu entspannen, dass du in der Meditation nicht mehr weißt, ob du sitzt oder liegst. Das wäre der ideale Ausgangspunkt. Muss aber nicht. Und ohne eine gute Traumerinnerung wird es sowieso nicht funktionieren, denn Astralreisen finden unter 4 Hertz Delta-Wellenbereich statt. Das ist die Tiefschlafzone des Menschen. Wenn wir da unten in Gehirnwellen sind, haben wir in der Regel keine Erinnerung. Das heißt, wir wachen auf und denken, es ist nichts passiert. Ohne eine gute Visualisierungsfähigkeit wird es dir sehr, sehr schwer fallen, eine Astralreise zu erleben. Denn wie William Buhlmann in seinem Buch Out of Body schon beschrieben hat, er hat jede Astralreise mit Visualisierung indiziert. Und das ist tatsächlich eines der besten Methoden, um Astralreisen zu erleben. Und schlussendlich ohne einen Disconnect wirst du keine Astralreise erleben können. Disconnect ist der Punkt, wo du dich ablöst vom physischen Körper, die Trennung sozusagen. Keine Sorge, ich werde dir gleich die besten Techniken dafür vorstellen. Kommen wir aber zu diesen 2 Punkten, wie du Astralreisen lernst. Wir haben auf der einen Seite die ganzen Blocker. Das sind alles Dinge, die Astralreisen blockieren. Also deine Ängste, deine Glaubenssätze, deine Ernährung, Verbissenheit und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite haben wir Astralreisen-Booster. Das sind alles Dinge, die Astralreisen fördern, wie zum Beispiel deine Traumerinnerung, deine Visualisierungsfähigkeit, Beifuß, ganz spezielle Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Methoden. Kommen wir nun zu meiner 3-Schritte-Geheimformel für Astralreisen. Du brauchst eine übernatürliche Traumerinnerung. Was ist damit gemeint? Du brauchst eine Traumerinnerung, die so gut ist, dass du dich an all deine Träume erinnerst. Und wenn ich dich frage, was hast du als 14-Jähriger geträumt, kommen schon eine ganze Reihe von Träumen, die du erlebt hast. Und ich möchte dir jetzt eine Technik vorstellen, wie das funktioniert. Ich werde natürlich nur ganz grob auf diese Technik eingehen, das würde den Rahmen des Videos sprengen, aber nur, dass du eine Ahnung bekommst, wie einfach es ist, diese Art von Traumerinnerung zu integrieren. Und zwar stehst du in der Früh auf, nimmst dein Traumtagebuch zur Hand, schreibst dir anstatt deines Traumes einfach Stichwörter zu deinem Traum auf, so Anfang, Mitte, Ende, so 5 bis 10 Stichwörter. Und dann schreibst du deinen ganzen Traum nieder, den du erlebt hast. Und dann nimmst du dein Handy, machst deine Notiz auf und schreibst dir das Datum rein und schreibst dann alle Stichwörter ab in deine Notizen. Und das machst du jeden Tag von allen Träumen. Und dann machst du Folgendes. Du gehst 3 bis 5 Mal am Tag deine Notizen durch und gehst all deine Stichwörter durch und du wirst merken, wenn du 2, 3 Stichwörter liest, bam, der ganze Traum wird auf einmal da sein. Dann liest du den nächsten Stichwort durch, bam, alle. Dann liest du das nächste Stichwort durch, bam, die ganze Erinnerung ist da. Und das machst du jeden Tag, 21 Tage lang mit deinen Träumen. Und ich verspreche dir, nach 24 Stunden wirst du einen maßgeblichen Unterschied in deiner Traumerinnerung feststellen. Weil du tust ja nichts anderes, als dich den ganzen Tag über deine ganzen Träume der letzten Wochen und Monate in deine Erinnerung zu integrieren und dich zu erinnern. Und das Unterbewusstsein lernt dieses wichtig und schaltet dir so die vollkommene Erinnerung frei. Ich weiß, diese Methode ist grandios. Es gibt noch eine weitere Methode, die noch 10-mal besser ist, aber dazu kommen wir im Laufe des Videos noch. Kommen wir zu Phase 2. Du brauchst eine übernatürliche Visualisierungsfähigkeit. Wie funktioniert eine übernatürliche Visualisierungsfähigkeit? Ganz simpel eigentlich. Du gehst in die Küche, stellst dir 5 Schalen hin, in die eine tust du Reis hinein, in die andere eine Apfel, eine Banane oder was auch immer und gehst die ganzen Objekte Step by Step durch, dass du es wirklich mit allen Sinnen wahrnimmst. Und das machst du so 10 Minuten lang. Dann setzt du dir eine Schlafmaske auf und tust Oropax hinein und setzt dir solchen Gehörschutz auf, dass du den Sinn des Hörens deaktivierst.
Und dann gehst du nochmal diese Schalen durch. Und diese Übung machst du jeden Tag, 2 bis 3 Mal. Nach ein paar Tagen wirst du merken, wie du schon deine Hände siehst im Dunkeln, wie du die Umrisse siehst. Und es wird immer intensiver und irgendwann wirst du mit geschlossenen Augen, wie in einem luziden Traum, deine ganze Umgebung sehen können. Deine Visualisierungsfähigkeit wird so gut sein, dass sie übernatürlich wird. Auch das ist natürlich eine ganz schnelle Erklärung der ganzen Methode. Es gibt dann natürlich noch eine bessere Version, wo ich noch viel tiefer darauf eingehe, aber dazu kommen wir noch. Und nun kommen wir zu Schritt 3. Disconnect. Das ist der Knackpunkt gewesen, der bei mir die meisten Probleme verursacht hatte. Ich konnte mich einfach nicht ablösen vom physischen Körper. Und ich habe eine Methode entwickelt, die sehr, sehr effektiv ist. Und zwar geht die Methode so: Du stehst in der Früh auf und dann statt aufs Klo zu gehen, stellst du dir vor, dass du aus deinem Körper gehst und dann aufs Klo gehst. Und dann gehst du wieder zurück und legst dich wieder in deinen Körper rein und dann gehst du echt, also physisch, aufs Klo. Und wenn du dann im Klo wieder aufstehen möchtest und Zähne putzen möchtest, stellst du dir vor, dass du aufstehst und Zähne putzt. Und dann, wenn du fertig bist, gehst du wieder aufs Klo, setzt dich in den Körper rein und dann gehst du echt Zähne putzen. Und das machst du den ganzen Tag über mit jeder Bewegung. Egal wo du hingehst, stellst du es dir vor. Weil damit trainierst du dein Unterbewusstsein auf Disconnects. Du trainierst dich den ganzen Tag von deinem Körper zu lösen. Und diese Methode funktioniert nur, wenn deine Traumerinnerung gut ist und wenn deine Visualisierungsfähigkeit ausgezeichnet ist. Denn dann wirst du mit diesen 3 Methoden aufeinander aufbauend am schnellsten Disconnects erleben im Wachzustand. Das war im ganz Groben erklärt die Methode, mit der ich gelernt habe, immer und jederzeit Astralreisen einzuleiten. Ich habe diese Technik natürlich noch maßgeblich weiterentwickelt. Ich habe sogar ein eigenes Video mit jeder dieser Techniken gemacht, wo ich dir tiefste Geheimnisse verrate, wie diese Technik perfektioniert wird, damit du immer und jederzeit dein Astralreise erleben kannst. Aber dazu kommen wir noch im Laufe des Videos. Zurückzukommen zu meiner Geschichte. Wie ging es weiter? Ich baute ein eigenes Gehirnforschungslabor auf, was sich schlussendlich dann entwickelt hat zu einem Bewusstseinsforschungslabor. Heute auch bekannt als Brainwave Entertainment Research Institute bzw. Brainwave 3D. Und ich machte durch die Forschungsarbeit immer mehr Erfahrungen im Bereich Tiefenmeditation und Astralreisen, dass ich an den Punkt kam, wo ich immer und jederzeit Astralreisen erleben konnte. Und irgendwann hatte ich tatsächlich sogar Probleme mit Astralreisen, weil ich ins Büro gegangen bin, PC einschalten wollte und der PC ließ sich nicht einschalten. Denn in der Astralwelt funktioniert der Strom nicht. Und dann wusste ich war gerade in einer Astralreise. Das heißt, ich musste tatsächlich mit Schlafmaske schlafen. Wenn ich aufwache, dann weiß ich, wenn es dunkel ist, bin ich in der physischen Realität. Und wenn ich etwas sehe, dann weiß ich bin gerade in einer Astralreise. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich immer meinen Körper verlassen, wann ich wollte. Und ich habe damals sogar Seminare veranstaltet, wo ich die Teilnehmer aus dem Körper gezogen habe. Schlussendlich waren Astralreisen an der Tagesordnung. Mein Leben hat sich auf den Kopf gestellt. Es war das größte Abenteuer meines Lebens. Am Tag das menschliche Leben und am Abend sozusagen Reisen in unendliche Welten. Schließlich habe ich das Buch Deep Meditation geschrieben, wo ich sehr detailliert auf die 7 Schritte, auf die 7 Stages des Bewusstseins eingehe, während man in diese Trance hinunterfällt, in diese Delta- und schlussendlich dann Epsilon-Frequenzen und was man dort erlebt und wie man in diese nächsten Schichten hineinkommt. Und wie diese Geschichte weiterging, war unglaublich. Ich kam auf die Idee, einen YouTube-Kanal zu gründen, wo ich meine ganzen Erfahrungsberichte hochlade und die Videos schossen in die Höhe. Die Abonnenten sind explodiert und ich habe eine riesengroße Community aufbauen dürfen in dieser Zeit. Ich redete von meinen Erfahrungsberichten, von meinen Erkenntnissen und habe damit sehr vielen Menschen das Bewusstsein erweitern dürfen. Das hat mich zum bekanntesten Astralreisentrainer im deutschsprachigen Raum gemacht und ich bin so dankbar für die Community, ich bin so dankbar für die ganzen Telegram-Gruppen, für die ganzen Seminare und für alles, was ich erleben durfte, vor allem auch für die Erfahrungen, die ich machen durfte in andere Welten, was ich gesehen habe, das kann man sich gar nicht vorstellen. Vor allem auch die intensiven Bewusstseinserfahrungen, das Wissen, was ich bekommen habe, das hat einfach alles auf den Kopf gestellt und mein Leben maßgeblich und positiv bereichert. Und tatsächlich bin ich am meisten für diese riesengroße Community dankbar. Es sind einfach Menschen, die bereit sind, über den Tellerrand hinauszuschauen. Menschen, die wissen wollen, wer sie sind, von wo sie kommen, warum sie hier sind und vor allem, wo werden sie nach dem Tod hingehen.
Menschen, die sich mit bloßer Theorie nicht zufrieden geben. Menschen, die bereit sind, in die Praxis zu gehen. Und vor allem sind das Menschen, die bereit sind, ihre Ich-Identität von einem menschlichen Dasein zu transzendieren in ein multidimensionales Bewusstsein. Und wenn du dich zu dieser Gruppe zählst, dann bist du hier genau richtig. Ich habe aus über 1000 Astralreisen in Kombination mit über einem Jahrzehnt Forschung und Praxis in diesem Gebiet Theorie und Praxis vereint und habe daraus das entwickelt, was mir damals den Weg geebnet hätte. Und zwar das, was ich mir gewünscht hätte, um Astralreisen jederzeit einfach und schnell zu erlernen. Erstmal danke vom ganzen Herzen, dass du das Video bis hierher angesehen hast. Das zeigt sehr viel über dich, über die Entwicklung deiner Seele und es zeigt, dass du jemand bist, der bereit ist, über den Tellerrand hinauszuschauen. Vor allem zeigt es, dass du jemand bist, der sich für das Thema Astralreisen interessiert und bereit bist, ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen. Und ich habe am Anfang von dieser Fernbedienung gesprochen, wo du auf den Knopf drückst und immer eine Astralreise erleben kannst. Diese möchte ich dir jetzt zeigen. Ich möchte dir jetzt eines meiner neuen Lebenswerke vorstellen. Die Astralreisen Academy. Und nein, die Astralreisen Academy ist kein Online-Kurs, wo du Astralreisen lernst. Davon gibt es genügend andere Kurse. Glaub mir, ich habe mir sie alle angeschaut. Die Academy ist eine Plattform, eine Art Universität. Sie ist eine Ausbildung, die dich zum Doktor des Astralreisen macht. Das ist sozusagen der schwarze Gürtel im Astralreisen. Eine Ausbildung, die dir ermöglicht, diese Fernbedienung in die Hand zu nehmen und auf diesen Knopf zu drücken und instant eine Astralreise zu erleben. Und wenn du gut bist, wenn du sehr gut bist und genug Praxis hast, dann ist es dir sogar möglich, eine Astralreise im Wachzustand zu indizieren. Weißt du, was das Besondere an der Academy ist? Ich verspreche dir, dass wenn du sie absolviert hast, du in der Lage bist, jederzeit ein Erlebnis zu indizieren. Ich werde dir einen Schritt-für-Schritt Fahrplan geben, einen Umsetzungsplan, der Theorie und Praxis vereint. Wir werden uns deine ganzen Blockaden anschauen, den ganzen Blocker, alle beseitigen und dann gehen wir die Phase 2 Praxis rüber und ich werde dir die besten Techniken und Methoden vorstellen, vereint aus dem ganzen Wissen. Und zwar aus der Praxis, was funktioniert. Und dann wirst du das, was du vorher gelernt hast, schön brav in der Praxis umsetzen. Und dann wirst du zu diesem Punkt kommen, wo du immer, jederzeit eine Astralreise erleben kannst. Und wenn du glaubst, das war alles, nein. Steven und ich, wir werden gemeinsam alle 2 Wochen mit dir einen Zoom-Call machen und du kannst uns mit deinen Fragen bombardieren. Wir werden gemeinsam persönlich an dir arbeiten, deine ganzen Blocke auflösen und dich dorthin bringen, wo du sein sollst in Bezug auf Astralreisen. Man stell dir einfach mal vor, du könntest dich einfach so hinlegen, könntest innerhalb von ein paar Minuten eine Astralreise indizieren und durch Raum und Zeit wandern. Wie geil das wäre, wenn du das könntest. Dein Leben wird sich danach maßgeblich verändern. Weißt du, wir sind ohnehin multidimensionale Wesen und wir tun nichts anderes, als durch Raum und Zeit zu wandern. Jetzt werden wir anfangen, das Ganze bewusst zu machen. Und da es mein größtes Ziel ist, dass du instant Astralreisen indizieren kannst, habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt. Die Astralreisen Academy haben wir auf Basis einer 7-monatigen Gruppe mit echten Menschen durchgeführt, die wir gecoacht haben, wöchentlich, die so wie du Anfänger waren und durch diesen Prozess gegangen sind. Das heißt, die ganze Theorie, die wir dort dir lernen, basiert auf echten Menschen mit echten Problemen und Lösungen dafür. Und wir haben sie begleitet, ihre Blockaden aufzulösen und die ganzen Booster in ihr Leben zu integrieren. Und du wirst auch nicht nur von mir lernen, sondern auch genauso von Steven gecoacht werden, denn wir sind schon seit langer Zeit befreundet und Geschäftspartner von der ersten Stunde an von Brainwave und er ist genauso gut wie ich im Astralreisen. Zusätzlich bekommst du eine eigene App, wo du am Handy oder Tablet die ganze Academy ansehen kannst und den ganzen Sachen teilnehmen kannst. Also du bist von überall aus mobil und kannst immer lernen. Nach Abschluss der Academy musst du eine Prüfung machen. Und wenn du die erfolgreich bestanden hast, bekommst du auch ein eigenes offizielles Zertifikat. Was ist also in der Academy inkludiert? Du bekommst 50 Stunden Videomaterial im Gesamtwert von über 1997 €. Ich gebe dir meine besten über 21 hochwirksamen Techniken, um den Disconnect zu indizieren, im Wert von 420 €.
Als Mitglied der Astralreisen Academy bekommst du immer einen kostenlosen Zugang zu allen 4-mal im Jahr stattfindenden 2 Tage Praxisworkshops im Wert von 788 Euro. Du bekommst von mir 12 eigens entwickelte Frequenzen mit Hypnosen für Techniken für Astralreisen im Wert von 329 Euro. Erhalte das eigens für die Ausbildung entwickelte Quantum Brain Training Frequenzprogramm im Wert von 87 Euro. Erhalte zusätzlich das Videocoaching Übernatürliche Traumerinnerung im Wert von 97 Euro. Zusätzlich das Übernatürliche Visualisierungsfähigkeit Coaching im Wert von 97 Euro. Erhalte eine Kur für maximale Verbesserung deiner Traumerinnerung, eine Entgiftung deines Körpers, Entkalkung deiner Zirbeldrüse, eine Kur für Astralreisen, eine Kur für luzide Träume und eine Kur für Visualisierungsfähigkeit in jeweils Wert von 97 Euro. Erhalte Zugang zur größten Astralreisen-Community von Menschen, die genauso wie du die Academy absolvieren und an diesem Prozess sind, wo du dich mit ihnen austauschen kannst. Der Wert ist unbezahlbar. Das ist das, was ich damals gebraucht hätte. Menschen, die gleichgesinnt sind, die sich mit dem Thema beschäftigen, wo wir uns zusammenschließen und in einem Kollektiv uns gegenseitig boosten. Du bekommst einen 500 Euro Gutschein für ein Astralreisen Live-Seminar mit Steven und mit mir. Und zusätzlich bekommst du Zugang zum Meditation High Coaching, wo ich dir beibringe, wie du in der Meditation eine Astralreise indizierst, wie du in jeder Meditation, auch wenn sie nur 2 Minuten dauert, eine Astralreise, luziden Traum, eine Seelenreise und so weiter erleben kannst im Wert von 197 Euro. Und als Bonus ziehen wir dich exklusiv aus deinem Körper. Wie du siehst, du bekommst einen immens hohen Wert. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, wie viel Arbeit das war, wie viel Geld ich ausgegeben habe für Bücher, für die Seminare, für die Coachings, für das ganze Trial and Error, wie viel Zeit in Frustration, Qualen gegangen ist, um die richtigen Methoden und Techniken herauszufinden, um den ganzen Dschungel des astralischen Contents auf diesem Planeten eine Straße zu finden und zu dem Punkt zu kommen, dass man das erleben kann. Ganz ehrlich, das Ganze kann man eigentlich gar nicht in Geld umrechnen. Ich möchte dir aber nicht zu viel verrechnen. Mein Ziel ist es, dass jeder Mensch, der Astralreisen lernen möchte, eine Anleitung bekommt, wie er das richtig und professionell macht, dass sozusagen auf diese Straße kommt und nicht sich selber durch diesen Dschungel jagen muss und dann vermutlich auch sich verirrt und vielleicht sogar aufgibt, machen auch einige. Mein Ziel ist es, dass du dich von deiner Todesangst befreist, dass du zu einem glücklichen und erfüllten Leben kommst. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung bestätigen, Astralreisen ist eine Möglichkeit, um ein sehr glückliches und erfülltes Leben zu erreichen, um dich von deiner Todesangst zu befreien und von den ganzen Negativitäten zu befreien, weil es zeigt dir, wer du wirklich bist. Es zeigt dir dein wahres Wesen. Es befreit dich von diesen menschlichen Ich-Identifikationen. Und deswegen möchte ich dir das Ganze nicht für über 5.000 Euro geben. Ich möchte es dir auch nicht zum halben Preis geben. Und auch nicht für 997 Euro. Ich habe mir etwas ganz Besonderes überlegt. Ich möchte Astralreisen wirklich jedem zugänglich machen. Und deswegen möchte ich dir ein Angebot machen, welches du nicht mehr abschlagen kannst. Du kannst die Astralreisen Academy schon für unter 20 Euro im kleinsten Paket absolvieren. Ist das nicht fair? Denn mein Ziel ist es, dass es jeder kann und dass jeder die Möglichkeit bekommt, an das richtige Wissen und an die Praxis zu kommen. Und deswegen steht der Preis nicht im Vordergrund. Ich hätte mir damals eine Plattform gewünscht, wo ich das relevante Wissen bekomme, geführt werde zur Praxis, die richtigen Methoden bekomme, dass ich einfach nicht den langen Weg durchs Feuer gehen muss. Es muss funktionieren. Und das tut sie. Die Astralreisen Academy basiert auf 2 Bausteinen. Auf der einen Seite, da haben wir die ganzen Blockaden, die wir auflösen, und auf der anderen Seite haben wir die ganzen Booster, die wir integrieren. Dann haben wir die Theorie, die du dort bekommst, und zwar genau das, was du benötigst. Und dann haben wir 2-mal im Monat Zoom-Calls mit dir gemeinsam, wo wir zusammenarbeiten, wo wir gemeinsam uns deine Probleme anschauen. Und dann haben wir 4-mal im Jahr Workshops mit je 2 Tagen, wo du dann kostenlos teilnehmen kannst und wir in die Praxis kommen. Und zusätzlich bekommst du die ganzen Hilfsmittel von Frequenzen bis hin zu Hypnosen und ein komplettes Gehirntrainingsprogramm, was dich im Laufe dieser Academy unterstützen wird, um am schnellsten dein Ziel zu erreichen. Und ich möchte dir eine Sache schon mal sagen. Die Academy wird deine Erwartungen nicht erfüllen. Unser Ziel ist es, dass wir die Erwartungen übertreffen.
Wenn du nun irgendwelche Fragen hast zum Thema Astralreisen oder zur Academy, stell sie mir einfach unten in den Videos. Ich werde versuchen, jeden Kommentar zu beantworten. Und falls du nicht auf YouTube bist, dann stell mir einfach ein Ticket im Ticketsystem auf der Webseite. Und natürlich habe ich mittlerweile durch ein Astralreise herausgefunden, warum ich den harten Weg durch das Feuer gehen musste. Warum ich mich quälen musste mit der ganzen Theorie, warum ich mich quälen musste mit so viel Praxis, wo es nicht passiert ist. Ich habe herausgefunden, dass es meine Aufgabe ist, meine Lebensmission, Astralreisen anderen beizubringen. Ich muss sagen, ich war ja auch nicht zum Spaß Datenforensiker vorher. Jemand, der hochgradig skeptisch war. Jemand, der alles angezweifelt hat, der sehr viel nachgedacht hat, der jeden Prozess sehr detailliert analysiert hat, der gleich einen Bericht dazu geschrieben hat. Und ich muss auch gestehen, ich hatte Ängste. Ich hatte sogar verdammt viele Ängste. Aber ich habe sie überwunden. Die Erfahrungen haben mir dabei geholfen. Und genau dieser Weg hat mich von der Theorie bis zur Praxis gebracht. Er hat mich zum bekanntesten Astralreisentrainer im deutschsprachigen Raum gemacht und hat mich dorthin geführt, dass ich heute dieses Video aufnehmen darf, um dir eine Frage zu stellen. Bist du bereit, wirklich Astralreisen zu erleben? So zu erleben, dass du sie selber immer und willentlich einleiten kannst. Wenn ja, dann ist es mir eine riesengroße Ehre, wenn ich dich auf diesem Weg begleiten dürfte. Und ich kann dir versprechen, dass mein Wissen, meine Praxis dir maßgeblich den Weg vereinfachen werden. Das ist so wie, wenn jemand auf der anderen Seite der Insel ist und derjenige sagt dir, wo die Steine im Wasser sind, dann kannst du sehr schnell über die Steine springen und selber an diesen Punkt gelangen. Jetzt bist du dran. Spüre in dich hinein. Was sagt deine Intuition? Was sagt dein Herz? Was sagt dein Bauchgefühl? Bist du bereit, jetzt Astralreisen zu lernen? Ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du das Video bis hierher gesehen hast. Es wäre mir eine riesengroße Ehre, dich begleiten zu dürfen. Nun kennst du meine Geschichte. Und jetzt ist es Zeit, deine eigene Geschichte zu schreiben.